Herzlich willkommen zu Reysn Reacts auf Inside Star Citizen 150, Sprint Report, Kaffeemaschinen, Raumschiffe, Planeten, darum soll es gehen. Und ich habe gerade entschieden, ich werde mich hinsetzen während dieses Inside Star Citizens. Ich hoffe, das ist okay für euch. Da komme ich voll. Hallo! Und wir gehen direkt rein. Ja. As the first quarter of 2023 comes to a close, we're hitting a few milestones here for what we call internally the Evergreen Content Team. Und wir gucken es gerade komplett frisch an. Das heißt, es gibt leider noch keine automatisch generierten Untertitel. Vielleicht dann ja unter meinem Video. Tut mir leid. That's the folks that are Aber ich bin dedicated so to the hyped. creation of weekly, recurring, some might say evergreen video content. For Inside Star Citizen, today's show represents the completion of our 4th year and 150th episode since that first evolution from Around the Verse in 2019. And when you Heftig. factor in the legacy of ATV and Wingman's Hangar before that, we're now just passing the 450th episode of this continuing behind-the-scenes series unlike anything you'll find from any game developer anywhere else. And yet, some... Ich sag ja nur Hot Dogs, Horseshoes und Hand Grenades. Ich glaube Anton Hand heißt er. Macht einfach einmal die Woche oder so, manchmal mehrfach die Woche Devlog-Updates seit Jahren über das Spiel mit super tiefen Einblicken und so weiter. Richtig geil. Geiler Typ, geiles Game. Checkt das gerne mal aus. Also, just saying. Somehow, still, we never show anything good. Doch. Ganz, ganz oft. Die letzten Inside Star Citizens waren ja alle super eigentlich, oder? Ab und zu ist mal eins dabei, das interessiert einen mal nicht, aber an sich sind das schon oft sehr, sehr geile und wichtige Sachen, die gezeigt werden. Personal completion for me of 8 years shepherding over 1,200 videos showcasing the creation of this project. Even that one holiday live stream we don't like to talk about anymore. Ach ja. Ja. So, to sign us off for this quarter, before we go about our regularly scheduled hiatus, we're bringing back an old favorite, that grab bag of tiny looks at various aspects from all over development, the Sprint Report. Now, for those of you who maybe have never seen one of these before, a sprint is what we call the internal 2-week cadence where developers go off on a task, come back to check in, see everyone's progress, get some notes, and then either move on to something else or go back for another 2-week sprint on the same feature. So, what that means is what you're going to see here this week is actually internal developer art, the kind they don't usually make to be seen publicly. It's not the flashy and somewhat mentally unstable work of the ISC gameplay capture team, who have been on quite a streak recently, possibly because we changed their medications. So without further ado, let's jump into the Inside Star Citizen Quarter 1 2023 Sprint Report and Clam Bake Showdown. Ich muss ja sagen, das ist genau mein Humor. I'm assuming that editorial will put a nice, subtle title on screen right here. Also, there's no Clam Bake Showdown. I don't know why I said that. Let's start things off with some... Ja, natürlich, über Gameplay freuen wir uns immer. Deswegen waren ja die letzten Inside Star Citizens oft so gut, weil es um zum Beispiel Tractor Beams letzte Woche ging. Richtig geiles Inside Star Citizen. Oder war letzte Woche Mission? Ich weiß nicht mehr, tut mir leid. Aber das letzte über Traktor, Recently a small onboarding task for a new hire to update the remote turrets for the 600i from Origin, which you can see here. I think we can all agree it's a noticeable improvement over... Oh ja. Das ist ja so gut. Die hängen nicht mehr an solchen, die hingen ja an solchen winzig kleinen Fäden dran nur. Das sieht viel geiler aus, ja. Viel, viel besser. What's in the game today? And if you watched last week's ISC on the upcoming changes to tractor beams in Alpha 319 and beyond, you might have noticed the Argo SRV flying around in that Beyond section. Here's a closer look at its progress as it currently makes its way through final art towards a scheduled release later this year. Cool. Now, for those Ja, who sieht follow gut the aus. progress tracker on the... Der Lynx! Ja, ich mach mich mal weg hier. Oh, der sieht super aus. Es ist ein fucking Luxus-Ursa. Ja! public roadmap,
Here are your first looks at 3 vehicles currently making their journeys throughout. Oh, der hat einfach hinten. Seht ihr das? Der hat einfach hinten ein Fenster. Der hat doch voll interessante Reifen und Räder und sowas. Geil. Ja, so muss der aussehen. Keine Ahnung, wie der aussehen musste, aber so gefällt er mir auf jeden Fall. Ist cool. Throughout the pipeline, starting Wie with sie- the RSI Lynx-Rover. Innenbild, Companion Innenbild. sojourner to the Oh, seht ihr, das sind Weinflaschen. Und da ist einfach hinten so ein... Das ist ja so... Ist das hinten ein Schreibtisch oder was? Ich bin mir nicht sicher wegen den... Also ich bin ehrlich, der Skin so und auch die Fensterfarbe und so, das gefällt mir gerade nicht so gut. Aber so von der Form her und alles, das gefällt mir. Das finde ich ganz gut umgesetzt. Aber braucht noch vielleicht ein paar Skins. famous Ursa we all know and love, an often found package with the luxurious Constellation Phoenix. It's currently in gray box phase, and it's nice Ah, okay, ja gut, dann ist sowieso alles noch nicht final. to see the RSI styling continue to evolve, Mit mit der Hülle und so. especially with those tires. Ja, die sehen gut aus. I'm not usually a tires are cool dude, but Ja, eben, ich auch nicht. those are cool tires, right? Ja. And as we move inside, we can take a look at the cockpit coming along. Oh, ja. Ja. Sieht ein bisschen And then there's luxuriöser aus the halt. rear, which is at the back. And Das sieht halt wirklich direkt ne Luxus aus. which is already far more fancy than its Ursa brother. Oh. Okay, I thought the tires were cool, but Alter, das ist ja wirklich, es ist wie so ein kleines Luxus-Shuttle, aber halt auf Rädern. Mega cool, oder? Was sagt ihr? G12 dauert noch. Ja, der dauert noch. Genau, der Luxus-Ursa. Nicht von Origin, von RSI, Robert Space Industries. Gehört ja zu Constellation und so. can a chair also be cool? Because that looks like a comfy ass chair. Can I say that? Comfy ass Chair. Ja. hm. No, I just edited it out. Yeah, we'll be fine. Oh! Oh nee, bitte nicht das hässliche Phoenix-Logo oder. Sorry, es ist Geschmackssache natürlich, ob man das Phoenix-Logo jetzt hübsch findet oder nicht. Hat ja auch was. Aber bitte nicht auf dem Boden von dem Rover. Zumindest nicht unbedingt. So für alle, bitte. Das sieht jetzt nicht so gut aus, finde ich. Nicht alles braucht unten LEDs. Good job. There's also the Aber, Crusader ja, Spirit, geil. which just Ah. entered gray box phase recently. You can Auch see in der here Grey early Box, ja. work on the exterior, making certain every part of it matches the metrics laid out in the Mhm. white box phase before it. Then popping in through the rear of the ship, which, like the Lynx, is also in the back. Through the Ja, rear da laid müssen wir out in nochmal the kurz white box langsamer phase machen. before it. Then popping in Luftschleuse? Fände ich super. Fände ich super. Alles ist besser mit LED. Ja, gut, hast recht. through the rear of the ship, which, like the Lynx, is Das sieht nach einer Top-Frachtrampe aus, so. Ja. also in the back. And then into the cockpit that's Cockpit. Ah, okay. Ja. Man sieht jetzt hier unten im unteren Bereich, das hier sind für die Piloten und Co-Piloten sitzen bestimmt die Schienen, mit denen man nach oben fährt. Direkt dahinter dann ja, 2 Schlafplätze. Sehr kompakt natürlich, aber das ist okay. Ja, das ist ja bei Schiffen in der Größenklasse meistens so in der Art. Hier links Küchenzeile oder so vielleicht. Dahinter wahrscheinlich irgendwo eine Toilette. Ähnlich wie bei der Hercules oder so. Mal gucken. Aber cool. Das sieht entspannt aus. Und hier sehen auch die LED-Streifen cool aus, finde ich. looking, well, a bit contrasty at the moment. But that's not uncommon for gray box phase, as this period is mostly about defining shape language and material Genau. breakup before everything gets refined later in final art phase. Ah, guck mal, da. Geil, da kann man Anzüge lagern. Super. And then let's Und take a Waffen. look at the gray box bomb bay for the bomber variant that's being worked on in tandem with all the others. Oh ja, Alter. Das ist auch eine gute Info. An allen wird gleichzeitig gerade gearbeitet. Sehr cool. Ja, das sieht tatsächlich nach einer ziemlich geilen Bomb Bay aus. Finde ich tatsächlich bisher die geilste, glaube ich. Ja, doch. Die finde ich sieht richtig cool aus, oder? Ich bin sonst eigentlich auch nicht so der Bomb Bay-Typ, aber die sieht durchaus episch aus. Finally, let's look at recent gray box progress on the Apoa Santok Yai.
The alien Xi'an fighter, where you can see the exterior coming along pretty well. The thrusters are being modeled out. And they've started exploring how the landing gear will work, experimenting with the shape language a bit to make certain they're beefy enough to believably hold the mass of this entire ship when all is said and done. And as for es sieht halt aus wie die Puyo Casual. So ein bisschen. Wie halt die stärkere, größere, heftigere Version davon. Was ja okay ist. So, ist nicht so ganz meins, so persönlich. Aber macht bestimmt Spaß zu fliegen und hat ja dann auch diese coolen, rotierenden Triebwerke wieder und so. Also von daher, totale Daseinsberechtigung, gar nichts dagegen. Ja, ist halt solide. Kann ich nur nicht jetzt persönlich so viel dazu sagen. Also gibt es jetzt nichts, wo ich so mega hyped bin, außer dass ich natürlich die Technologie cool finde, dass dann wirklich die Triebwerke da rumwirbeln und so. And as for when you're gonna see the 600i turret, the Lynx, the SRV, the Spirit, the Santokyai, and more make their way into the persistent universe, I'd recommend, as always, keeping an eye on the public roadmap for details when they become available. Ja. Now let's move from ships that fly to winged creatures Warte mal kurz. details when they become available. Ah, da unter den Flügeln sind das sind bestimmt Komponenten, oder? Das sind bestimmt die Komponenten, die da gerade rausgefahren sind. Now let's move from ships that fly to winged creatures. As the readers of the monthly report might already be aware, one of the many things the AI team is currently working on is pushing Boyd's development in the persistent universe. Now, Boyds are the algorithmic behavior of small creatures that can populate the planets and moons of the persistent universe, with a test here of condors slowly learning to avoid flying into mountains or drowning in the oceans beneath them. Dun 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 Condor Man. Nobody, huh? Just me? Yeah. And then some work on ocean fish. Here, completely, totally, and utterly unanimated. It's just a test of behaviors here, people, without all the motion parameters that'll make them look good one day. Das ist eigentlich natürlich wieder nur eine Optik-Sache, total unwichtig, aber füllt tatsächlich alles sehr mit Leben. Sowas füllt Planeten wirklich dann erst richtig mit Leben. Zusätzlich zu Tieren mit krasseren Verhaltensmechaniken und Animationen, die wir dann vielleicht auch jagen können und allen Kram. Ja. Aber das sind so die Sachen, Fische, Vögel am Himmel und so, die sieht man die ganze Zeit, ist man gewohnt und das wirkt dann einfach sehr lebendig dadurch. Now, I'm including this as a test. If I see all you out there on the internet's like, these Star Citizen fish look great, I'm gonna know you don't listen to a word I'm saying. My feelings will be hurt. Meanwhile, the Interactables team, formerly known as the Props team, have been running through and physicalizing a bunch of assets for the persistent universe, like these weights for gyms like the ones you might find in New Babbage. Similar to the fish we just watched, this is also before animation has had their chance to contribute. So let's not judge the throwing form being displayed here. Still, it's nice to see even the littlest things in the verse behave naturally with realistic math and physics whenever possible. Ja, okay, cool. Ich dachte, das wäre eigentlich schon so. Ist aktuelle Gewicht gar kein Faktor beim Werfen? Effort to make things behave as you'd expect them to also extends to the coffee machines. Was für eine geile Tasse. With a pass recently done to go through and repair their broken functionality. Now, I did consider turning this section into an update on either bartender or mess hall features, just for old time's sake. But someone who will go unnamed stopped me. Just know that there are heroes out there looking out for each and every one of you. Also, it looks like the team developed a few new coffee mugs along the way. Geile Tassen. Ich meine natürlich, in der Realität sind die Tassen, die ich eher benutze, eher die da auf der Seite stehen, aber ich mag Dekotassen. Ist so eine Sache, einer sagt, es ist unwichtig, der andere sagt, es ist für Immersion das Allerwichtigste, dass ich im Verse meinen Kaffee trinke und letzteres bin ich. Ich finde das total cool, wenn wir dann wirklich unterwegs auf unseren Schiffen uns bei unseren Schiffen bedienen können. Getränketechnisch und essenstechnisch und so. Cryhard! Vielen Dank für deinen Raid. Wir schauen uns gerade Inside Star Citizen an. Just let this video play for a bit. See a couple coffee cups in action and think about how much bartender.
Ist das eine... Das ist doch eine Nudeltasse. Moin. Wieder schlechtes Timing. Naja, wir schauen uns jetzt noch Inside Star Citizen an, aber ja, dann machen wir auch wieder offline. Wir machen immer nur bis 22 Uhr. Aber freut mich, dass ihr da seid. Aber wir machen hier gerade Video. Wir reacten hier gerade. Deswegen, ich mache jetzt einfach direkt mal weiter. Wir können dann gerne danach noch reden. Aber freut mich, dass ihr hier seid. Super. Vielen Dank dafür. Stuff I'm not talking about right now. Also, speaking of bartenders, if you want some interactables of your own, there's this new set of Star Citizen. Ja, die sind mir schon aufgefallen. Und ich habe mir gedacht, warum haben sie die da stehen? Das ist doch bestimmt Werbung. Das ist doch bestimmt, damit wir so subtil schon denken, oh, die Tasse, die hätte ich aber gerne. Und wisst ihr, was mein Gedanke war, als ich die Tassen gesehen habe? Welche Tasse davon würde also welches Glas davon würde Chris Roberts wohl jetzt nehmen, wenn er da sitzen würde? Würde er die RSI-Tasse nehmen? Robert Space Industries? Würde er die Star Citizen-Tasse nehmen? Ich sage immer Tasse, Glas. Oder würde er sagen einfach so, hier Drake-Tasse, ich nehme die und dann überall auf Reddit, auf Spectrum alle so, haha, wir haben doch gesagt, Drake ist das Beste. Danke, Cryard, danke. Wirklich, ich war der Erste? Ich glaube, ich hatte sowas im Kopf, ja. Ey, nee, freut mich. Also, ich hab's auch nicht bereut. Also, war immer unterhaltsam bei dir, wenn wir dich geratet haben. On the web store. Danke dir. I asked if they wanted me to promote them, and they said no, because you'll probably do something silly and stupid with it. And I said, leave it with me. And they said, what? No, we said no. And I said, no problem. And here we are. Was ist los? Episode 150 von Inside Star Citizen. Jared ist komplett durch einfach. Wir haben ihn zerstört. Die ganzen Jahre haben ihn komplett zerstört. Den ersten vergisst man nie. The Interactables team, they've also been prototyping a new way to hang a variety of posters on the walls of the player habs and spacecraft with these new expanding electronic devices that could let you decorate any space that's marked up for them. That's marked up for them. Okay, ich dachte, man kann die einfach überall aufhängen. Prototyping here is using common Aber cool. adverbs for in-universe events. But the possibilities of this feature become apparent very quickly in allowing players to not only decorate their spaces, but to collect and memorialize important moments from their time in the persisting universe, to take missions to set up flyers for in-game shops or events, post bulletins for bounty missions. Oh ja, ich wollte noch nie sowas so... siehst du, Freeze, da hast du dein Gameplay. Du kannst bald Posterboy sein und damit meine ich, dass du rumrennst und überall auf Reysn einzelne Poster verteilst. Hast du dir das nicht immer gewünscht, Freeze? War das nicht genau das, was du immer wolltest? Dass du dann schön, da ist dein Gameplay. Oh Gott, was ist das denn? Oh nein, hoffentlich sehe ich es. Ich sehe schon die Artikel in der Presse. Überall, in einer halben Woche steht das überall. Star Citizen, bald könnt ihr Poster aufhängen als Job. And much, much more. Ich meine, solange es jetzt nicht so viel Ressourcen frisst und so, meinetwegen, ist ja eine lustige Idee und wir können es zum Dekorieren verwenden und so weiter, das Feature. Also alles cool. Aber And this last bit is from both the Interactables and Mission Feature team who have been developing the next ja, Star Fashion, echt new so. contraband to sweep its way through the persistent universe, grasping weevil eggs. Grasping weevil eggs. Is this what's the file name? Oh, no, that's what it is. Huh. Let's switch on over to the environment, planetary, and lighting team's work with these images of updated atmosphere progress for the planet Hurston, which adds a stronger layer of pollution much closer to the planet's surface that helps suck light out of the atmosphere, add a richer gradient, and really just makes the place seem dirtier overall, which we can expect to play very well with the upcoming Loreville 2.0 and Alpha 3.19, some of which you can see here. I'm just gonna let these images speak for themselves a bit. Ja, ich habe mir immer gedacht, Loreville, also oder Hurston so, war mir auch das Wichtigste auf jeden Fall, dass Hurston jetzt nochmal schön aussieht. Es ist mir stark aufgefallen, dass das vorher noch nicht so ganz optimal war. Nee, sieht geil aus, natürlich, aber ja gut. Ja,
Sieht cool aus. We'll take a deeper look at how light, atmosphere, and Ey, das ist ja wirklich so in jedem Spiel, so Fashion ist immer das Endgame. Es ist ja auch okay, das ist ja cool. Das macht ja Spaß so, dann auch zu zeigen, so hier, guck mal, ich kann mir diese coole Sache leisten, diese coole Rüstung hier, zusammen mit dem coolen Chipskin und es passt zusammen und alles cool und so. Muss ja auch nicht immer irgendwas Goldenes sein oder so. Es kann ja auch einfach sein, hier, guck mal, die Rüstung habe ich in Pyro gesammelt und das macht ja auch Spaß, so. Das ist ja cool. the new cityscape all come together in Alpha 319 when ISC returns from hiatus in just a few weeks. And while the atmosphere of Hurston is getting a little love, so too are the verdant forests of Microtech. As part of a greater overall overhaul we'll be discussing more of in the coming months, the forests of Microtech are receiving a performative refresh that will make the environment seem richer and denser visually, while providing more gameplay opportunities for cover during missions, racing, and other activities galore. Ja, eben, deswegen da sehe ich dann schon wieder die Gameplay-Vorteile davon. So bei den Atmosphären-Updates eben nicht so ganz, aber hier, das ist durchaus was wichtig ist. Ja, jede Ecke bis ins letzte Detaildesign. Das ist echt. Ich war die Tage jetzt erst wieder auf ein paar Planeten, auf ein paar Monden in Star Citizen und hab mir wieder gedacht, so, eieiei. Und auch vor allen Dingen Horizon, diese fliegende Stadt in den Wolken. Es ist total heftig wieder. Einfach, du kannst überall landen und rausgehen und es sieht voll durchdesignt aus. Es ist nicht überall super viel Zeug, aber überall Sitzbänke, Bäume, Kirschblüten, die runterfallen und Graslandschaften, irgendwelche es ist total krass. The landing zone teams have also completed a sprint Ja, adding davon habe ich gerade geredet. So. additional mission locations scattered around the planet Crusader in the style of resort hotels that can utilize overlays for pleasant, in-use active businesses, as well as those taken over by the ever-present and vile Ninetails. Each new cluster is designed to be a procedural home for a variety of mission types, and looks to draw players out from Horizon and into the far corners of the gas giant. Okay. Das zum Beispiel muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Das ist schon cool, wenn man jetzt die Missionen bei Horizon, die es da jetzt schon gibt, macht und man fliegt da einfach hin und her. Das ergibt schon irgendwie Sinn, so irgendwie Wohnareale, um halt die Fabriken und so weiter, die bei Horizon sind und so. Warum ist da auf der anderen Seite des Planeten noch was? Muss ja gar nicht unbedingt sein. Das ist viel cooler, wenn man direkt von Horizon aus da immer überall hinfliegen kann. Aber schadet ja jetzt auch nicht. And down on the surface of Hurston, work is underway on early white box phase of local law enforcement offices, a place for players to utilize the next evolution of bounty hunting gameplay we'll discuss more about later this year. To collect, or in this case, drop off the captured bodies of criminal outlaws collected by players. Now, the drop off here is right up front, because in early tests, it was getting kind of weird just walking through the hallways, pushing bodies deeper and deeper into the facility. Unless you're into that sort of thing. Moist noodle. You can then also check out the bounty boards to collect new missions here. Or go forward into the shop and resupply as needed. Auch sehr praktisch, cool. Das ist wieder so eine schöne praktische Sache, dass sie da auch dran denken, dass man natürlich dann vielleicht neue Munition braucht und so. Und an sich, das ist ja ein Areal hier, wo man auch erstmal sagt, oh, wieder ein neues Stück Areal und so, was soll das? Aber das ja bringt ja wirklich Gameplay dann. Das ermöglicht ja Gameplay. Und zwar ein sehr cooles Gameplay. Und zwar Bounties wirklich einzusammeln und irgendwo abzuliefern. Und solche Locations werden wir vermutlich in den anderen großen Städten auch noch sehen. And there's an office for meetings, but who needs more of those in life? And then we bring ourselves to the detention area, where a number of cells can vary from location to location. I suspect that many of you will be looking forward to spending your time anywhere else besides Kleischer, even if it's just a jail and not a prison. Aber bei Clasher kann man ja dann wenigstens noch irgendwelche Aktivitäten durchführen. Was passiert denn, wenn man da drin ist? Einfach warten, oder was? Also in white boxes, the pre-production blockouts for a variety of building interior modules that will fit inside the towering skyscrapers of New Babbage on Microtech, being developed and tested in situ simultaneously to work out and discover anything developers might not have considered or recognized as necessary in the original mandate.
The idea here is that once the player lands, they would enter this particular interior from the very top, encountering a lobby and expected elevators. Ja, geil. Weil man kann ja jetzt schon so rein und da ist nur so ein Vorraum, wo dann halt so Automaten stehen oder sowas und das war's. Then, after a brief trip down, emerge into a number of different interior modules, such as block of player apartments seen in the example here. Geil. Mhm. Und das ist auch ein relativ großes Apartment. Das sind halt, das ist dann cool. Dann hast du da wirklich irgendwann dein Apartment und mit deiner spezifischen Aussicht und so weiter. Das kann halt echt geil werden. Aber erstmal gucken, wie das überhaupt dann performance-technisch und so weiter läuft. Speaking of modular interiors, the Montreal Tools team continues their work refining the very process used to make locations for the persistent universe, including several sprints on something called the PU Locations tool, a plugin that artists and designers can use to build and iterate modular locations quickly for the various star systems of the persistent universe. What you're seeing here is the Ich find's einfach geil, dass dieser Editor nur aus Symbolen besteht. Also das tatsächliche Editor-Fenster macht nur noch so circa 20% vom Bildschirm überhaupt aus. Der Rest ist nur andere Fenster, die drumherum verteilt sind. PU Locations tool fully integrated into the game editor, where this person has decided they wish to create a space clinic in Pyro. No doubt a location players will visit quite often in the lawless frontier that awaits. Next, let's cook the first module, which is the lobby and includes the relevant connectors necessary so that the player can traverse from one room to the other without falling through into the cold depths of space. It's important players feel safe in their space stations, at least from the environment art. Legal note, this does not extend to elevators, which are a unique curse upon players and developers alike. Oh Gott. Ja, so fühlen wir uns immer, wenn wir in den Fahrstuhl Next is steigen. what's called the Universal Room, which is a super fancy programmer term for hallway. They know it's true. We can even change the seat if we don't like that particular hallway and generate another and another, each one creating the various connectors needed for us to continue building. And then some side rooms, or in rare cases, a rear room, which is usually at the back. Some shops like the pharmacy. Oops, insert. I'm gonna leave that in there for solidarity with developer pain. Ja, ist ein cooles Tool, aber ja, müssen wir. Nun. Nein, man kann sich keine eigenen Räume bauen. Das ist nur das interne Tool, womit Sie Räume generieren, damit Sie schneller quasi sowas wie Raumstationen oder sowas bauen können. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Das Einzige, was Sie schon gesagt haben, was wir quasi auch auf jeden Fall bekommen werden, ist das Tool, was Sie auch intern benutzen, um Außenposten zu erstellen, um Außenposten auf Planeten zu platzieren und so weiter. Da werden wir wohl mal irgendwann in irgendeiner Form tatsächlich drauf zugreifen können. Now let's go inside and start cooking some overlays, which is basically. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht auch irgendwann mal Raumstationen bauen oder so. Das wäre natürlich cool. Aber ist jetzt nichts, was in der nächsten Zeit irgendwie realistisch angedacht ist. Basically everything involved in the set decor that will further distinguish one space clinic from the next. Things are pretty generic at the moment, so we turn on our Ja, Todesstern. Das wäre geil. check our tags. Ja, ich zerstöre einfach mal einen von den Planeten, die ihr über 10 Jahre jetzt gebaut habt. Ist mir vollkommen egal. Alle Monde weg. Das wäre einfach nach einem Tag wäre alles weg. Start the cook and whoa, nice. Ja, We move diese forward. Looks like we Cool. forgot to cook a container. Easy enough. We're not going to put rooms here, so let's go ahead and start closing these connectors off. And then we can cook us up another overlay for this side room here. Nice. And this process is repeated in all subsequent rooms, and overall it's another terrific example of how game development is exponential and absolutely non-linear in progress. Ja, natürlich. Es ist überhaupt nicht linear, es ist exponentiell. Aber das ist tatsächlich ein cooles Tool. Es ist sehr mächtig und wir brauchen es, wenn so viele
Locations über das gesamte Verse verteilt auch cool aussehen sollen und wirklich auch unique. Und das ist schon geil. Now, as asset libraries are built and grown and tools are conceived and Natürlich iterated on, persistent, Mozart. Planetenzerstörung, nur persistent. progress you can make at one point should be exceeded by the next, and overall becomes a continuing reminder that the struggle of what comes before is necessary and right to birth the improved technologies, efficiencies, and general effectivenesses of everything that comes next, including a new version that does everything you just saw in one click that recently became available to developers. And while we're talking new technologies, let's wrap things up this week with some work from the PU Character Art team, which had a small sprint working to convert some of our older legacy assets to newer resources that have been developed over recent years, including Layer Blend V2 and the ability to spawn items with specific levels of wear and decay. So this means that not every version you find out in the verse is going to look exactly the same. The team is Cool. also using the opportunity to discover more chances to further modularize existing armors like the Nomad and Light Outlaw you're seeing here, as well as many more we'll be showcasing later this year. It's part of a continuing effort to add more customization to what you wear in both the new stuff that's coming down the pipeline and what's already there in the persistent universe. Sehr cool. Ist halt wieder was Optisches, aber ist schön. Weil Rüstungen mögen wir alle. And that customization also extends to a variety of tints that can be used for spawning armor hol die variants Politur. within the universe, which you can see in some early explorations here. This will allow Das ist auch geil. Mehr Tints, also mehr. mission Ja. and location designers to specify specific variations of components and tints for different areas, or use procedural tools to randomly generate dozens and dozens of variations for each outfit. And when that gets Cool. extended to many of the outfits already within the universe, this will get us a far greater variety of things within the persistent universe than we have today. Ja, cool. I know I said we were Dadurch wird es auch einfach geiler, wenn man irgendwo eine Rüstung findet und die hat einen bestimmten Anstrich und so weiter, den es vielleicht nur da gibt, den es vielleicht auch nicht oft gibt, der zufällig generiert ist vielleicht sogar. Dann kann man Sachen finden. Das ist cool. Und sich das so zusammenstellen, wie man möchte. Genau, die werden sich auf jeden Fall über die Zeit abnutzen. Das ist auch jetzt teilweise bei den Schiffen schon so und so, dass sie sich wirklich abnutzen über die Zeit. Je länger die im Verse quasi existieren und nicht irgendwie repariert werden und nicht neu gespawnt werden. Das ist cool. Das ist auch das ist eine rein optische Sache, aber die ist halt wieder sehr, sehr immersiv. gonna wait until our last big segment on Lorville and Ja, das ist halt auch das Ding. Die Schiffe werden ja nicht nur einfach dreckig, die werden auch dreckig, je nachdem, wo sie quasi dann eingesetzt werden. Die werden schlammig oder sandig oder schneeig und so. Es ist richtig cool. just a couple weeks once we return from hiatus. But Genau, gibt keine let's go Waschstraße. ahead and leave you with just a few shots Das of the fehlt noch. absolutely fantastic work the lighting team is doing, bringing this new Lorville 2.0 to life. Yeah, I'm gonna shut sieht up and geil let aus. several thousand words of images do the talking instead. Es sieht halt wirklich richtig gut aus. Das ist eigentlich wirklich Filmniveau. Sowas würdest du teilweise echt in einem Film sehen. Ja, sieht viel besser aus. Das ist jetzt wirklich auf dem modernsten Stand. Das ist auf dem Stand von Horizon vielleicht schon wieder ein Stück drüber. Das ist cool. Das sieht wirklich episch aus. Bin gespannt, ob es da auch wirklich in-game so aussieht. Aber das Ding ist, bei Star Citizen, wenn die irgendwas Optisches zeigen, ist es halt auch meistens einfach wirklich, das sieht halt wirklich so geil aus. Es sind keine Render-Trailer, sondern es sieht halt wirklich so geil aus. Ja. Well, we learned that there are, as always, a lot of ships and vehicles in the pipeline, all scheduled to make their way to the persistent universe throughout the remainder of this year. That work to bring fauna to the persistent universe is back on the menu. Ja, Cryot, es gibt dann auch sowas wie Ladehemmung und alles. Wird's alles geben. Aktuell gibt es keine Missfires oder sowas, aber wenn die dann, das wurde schon gesagt, wenn die dann quasi älter sind, die Waffen, und die Waffen, die werden ja dann auch quasi, die sehen beschädigt aus und so, und die können dann tatsächlich auch sowas wie Ladehemmung und sowas bekommen, ja. Aber ob wann das kommt und so, keine Ahnung. Okay, ja. Geile Episode in Star Citizen. Die ist noch voll lang. Er redet noch so viel. Oh, hier gibt's noch was zum Schluss. Hahaha.
the screen all quarter, we'll be releasing to the social media later this week. I can tell you they make great phone wallpapers. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for watching. Thanks for 150 episodes, and we'll see you back here. Ja, danke gleichfalls. Da war doch gerade noch was. Kommt, gebt uns das geheime Gameplay. Oh, es gibt mehr. Ah, das sieht so schmerzhaft aus. Oh Gott. Ah. Horror. Ja, das kennen wir alle. Fahrstühle, ey. Das ist schrecklich. Ja, ein paar Fahrstuhltode und so. Es ist schon... Man fühlt mit. Jedem von uns ist es passiert. Ja, okay. Haben sich ein bisschen Spaß erlaubt. Oh Gott, ja. Es sind Albträume, wirklich, die hier in Bild gepresst wurden. Okay, ja. Ja. Ich find's auch geil, dass die Musik einfach aufgehört hat mittlerweile. Okay. Auf jeden Fall eine richtig geile Episode, richtig viele Infos, Schiffe, Planeten, ein bisschen Gameplay auch. Vielen Dank auf jeden Fall auch an euch fürs Zusehen und danke auch an meine Patreons. Wirklich, vielen Dank. Bis bald.